Braucht der Mensch den Tod? Es ist das endgültige Ende der Existenz oder eine Phase, die zu einem neuen Leben führt. Es ist der Übergang in einen anderen Zustand des Seins oder schlichtweg ein Aspekt des Lebens. Einst unausweichlich und unumkehrbar, als einzige Gewissheit des Lebens. Doch Wissenschaft und Forschung stellen diese Vergänglichkeit in Frage. Die Utopie, diese letzte unbesiegbare Macht der Natur nach und nach unter Kontrolle zu bringen, wird Realität. Das Bestreben, das größte Rätsel allen Lebens zu lüften, wird unmerklich und unerbittlich Wirklichkeit. Die Zeit bekommt eine andere Bedeutung. Einst ein Geschenk der Natur, wird ein langes und gesundes Leben immer mehr zu einem kostbaren Gut. Ein Gut, was die Menschen eher trennt, als dass es sie vereint. Denn wer es sich leisten kann, erwirbt es schlichtweg. Der Tod taumelt und wankt. Denn auch die digitale Welt erschüttert Althergebrachtes und verändert unser Verständnis. Jenseits der Naturgesetze definiert neue Welten aus Bits und Bytes das Leben und den Tod neu. Eine neue Art der Unsterblichkeit führt zu weiteren Antworten auf die Frage nach der Berechtigung und der Bedeutung vom Ende der Existenz. Gedanken und Worte, Fotos und Videos, Freundschaften und Beziehungen, sichtbar weit über den eigenen Tod hinaus. Doch vermögen sie es nicht, die Leere zu füllen. Den Schmerz, den wir fühlen, wenn ein Mensch stirbt. Das Leben nur dann und deshalb wertschätzen können, weil es nicht immer weitergeht. Die Begrenzung durch die Endlichkeit als maßgebender Faktor für einen Wert. Doch kann oder muss der Wert des Lebens erst durch den Tod entstehen? Und bekommt deswegen der Tod selbst einen Wert? Oder ist der Tod schlichtweg ein bedeutungsloses Konstrukt? Eine Schöpfung, geschaffen aus purer Imagination, aus dem Willen zu verstehen, aus Sehnsüchten und Verlangen, aus Angst und Zweifeln. Und welche Relevanz würde dies dann überhaupt für den Einzelnen haben, für den Mensch mit seinen Gedanken und Gefühlen? Vielleicht hat der Tod auch genau diejenige Bedeutung und diejenige Berechtigung, die wir ihm geben. Darin ist vielleicht auch die größte Gemeinsamkeit des Lebens mit dem Tod zu finden. Braucht der Mensch also den Tod? Diese Frage hat so viele Antworten, wie es Menschen gibt und bedarf vielleicht gerade deswegen überhaupt keiner Antwort. Doch so wie wir uns tagtäglich immer wieder neu mit dem Leben auseinandersetzen, so werden wir uns auch immer wieder mit dem Tod auseinandersetzen.